Zahlen, laden und weiterfahren. Jetzt kriege ich das Ding nicht raus. Müssen wir das Stopp drücken, der lädt ja noch. Mein Spaß am Elektroauto hört gerade auf. Ja. Zahlen, laden und weiterfahren. Für mich muss das einfach und zackig gehen. Und guck mal, so Ladesäulen wie die sprießen gerade wie Pilze aus dem Boden. Das sind neue Industrien, die sehr schnell wachsen. Ja, und die geraten dann auch schnell ins Visier bei Internetgaunern. Wer sich den ganzen Tag mit Betrügern beschäftigt, das ist der Felix. Ihr seid so eine Art private digitale Ermittlungsbehörde für Zahlungsbetrug. Wie groß ist denn der Schaden überhaupt? Also Ermittlungsbehörde ist eine sehr mutige Formulierung, da sehen wir uns ein bisschen agiler aufgestellt, aber der Schaden im Online-Bereich ist extrem groß. Wenn man sich hier mal umguckt, egal ob ich mir ein Busticket kaufe online, ob ich mir Essen bestelle oder ob ich auf ein Konzert gehe in die Elfi und mir ein Ticket kaufe, der Online-Schaden kann immens sein und laut neuesten Studien beziffert man das in Deutschland ungefähr auf einen zweistelligen Milliardenbetrag pro Jahr. Wer sind denn die Betrügerinnen und wie sind die überhaupt organisiert? Es gibt natürlich auch Betrüger, die für den Eigenbedarf Dinge ergaunern, aber das sind eigentlich nicht die, die wir primär bekämpfen. Sondern Betrüger sind mittlerweile exzellent vernetzt, da gibt es ganze Betrugsnetzwerke und die funktionieren so ein bisschen wie ein Gewerk, muss man sich das vorstellen, also wie wenn man ein Haus baut. Ja, also das heißt, ich brauche ja auch einen Klempner, einen Fliesenleger, einen Dachdecker und genauso ist es, dass mittlerweile die Gewerke auch im Betrug sich so organisieren. Das heißt, ich habe jemanden, der ist Spezialist im Phishing, das heißt das Besorgen von Daten anderer Personen. Dann gibt es Carding-Profis, es gibt dann welche für die Auslieferung, auch gerade bei physischen Waren. Also sprich, es soll hier in Hamburg, gibt es Einfamilienhäuser, wo mehrere hundert Personen leben sollen, also laut Lieferadresse. Ja, und so braucht man im Endeffekt gar kein IT-Know-how mehr, um ein guter Online-Betrüger zu sein. Man ist eher so ein Projektmanager und baut sich die Truppe zusammen. Wenn ich jetzt ein neues Geschäftsfeld habe, also einen Neubauplaner, wie zum Beispiel in der Ladesäuleninfrastruktur, wie funktioniert es da? Also grundsätzlich ist es so, dass Betrüger immer versuchen, Lücken in Prozessen zu finden. Ja, das ist im Endeffekt so die Kernaufgabe und wenn man eine Lücke entdeckt hat, dann wird die massiv attackiert. Und das ist natürlich bei einer neuen Branche, die wächst, dann auch noch grenzenüberschreitend in Europa, ist das für Betrüger ein super interessantes Feld, weil im Normalfall sind die Prozesse noch nicht wirklich gehärtet und das ist für die Betrüger super interessant, weil sie große Chancen und relativ geringe Risiken haben. Und wie das mit dem Betrug funktioniert, das erklärt mir jetzt Lars. Du bist so der Spezialspezialist für Betrugsfälle. Bist du früher Hacker gewesen? Kommst du von der dunklen Seite? Nee, tatsächlich nicht. Ich beschäftige mich jetzt seit 9 Jahren für die gute Seite mit Betrug, habe auch Kriminalistik studiert und kann euch jetzt mal zeigen, wie man so als Betrüger vorgeht, um hier RFID-Karten zum Laden zu bekommen. Hört sich für mich ja jetzt sehr einfach an. Einfach mal so eine Karte bestellen und auch mal probieren. Sollte ich wahrscheinlich nicht. Nee, solltest du wahrscheinlich nicht. Ganz so einfach ist es tatsächlich auch nicht. Also so, wenn ich mir jetzt einfach irgendeine IBAN aus dem Internet klaue, irgendein Spendenkonto oder ähnliches, die kann ich angeben, ich kann damit auch Konten eröffnen. Das Ding ist, Betrüger nutzen natürlich nicht einfach irgendwelche Daten, die sich aus dem Clear Web geklaut haben. Die nutzen Daten aus irgendwelchen Datendumps, also tatsächliche Identitätsdaten mit zugehörigen IBANs, die es auch wirklich gibt. Wenn ich jetzt deine Identität mir schnappen würde mit deiner IBAN und die angeben würde, dann würde ich auch durch Bonitätschecks kommen, aber würde wahrscheinlich, wenn man keine Betrugschecks durchführt, ganz entspannt durchkommen und dann würde die Karte verschickt werden. Wie einfach ist es denn für Betrüger, an so eine Ladekarte zu kommen? Das kann ich hier einfach an einem Beispiel mal zeigen. Ich habe mir eine IBAN, eine echte IBAN, die würde auch einen IBAN-Check überstehen, aus dem Internet stibitzt, also einfach ein öffentlich zugängliches Spendenkonto, mir die IBAN kopiert. Deswegen würde ich jetzt als Gregor Heim mit dieser Mailadresse einfach mal als Privatkunde hier eine neue Ladekarte bestellen. Ich habe keinen Gutscheincode, klicken wir einfach mal weiter. Wie kann der Anbieter jetzt sehen, dass das Fake ist? Betrüger benutzen Daten wieder. Daten kosten Geld, sind mit Aufwand verbunden, die zu beschaffen. Und viele Unternehmen, auch jetzt in der Energiebranche, führen bereits Bonitätschecks durch. Betrüger geben vor, zahlungsfähig zu sein. Die benutzen ja nicht ihre eigenen Identitäten. Und dort ist wichtig, dass man diesen Zahlungswillen, sage ich mal, dass man den auch dediziert analysiert. Dass man auch guckt, ich gucke jetzt in meinen Daten nach Bonität und ich gucke in meinen Daten nach Betrug, dass man das nicht vermischt. Das sind
gänzlich unterschiedliche Sachverhalte. Aber wie schaffst du das? Zum einen nach Mustern schauen, also wiederkehrende Daten, Ressourcenwiederverwendung sagen wir immer. Also welches Gerät wird benutzt, welche IP-Adresse, welche Telefonnummer, Adresse, geografische Distanzen. Wieso lagern Unternehmen nicht Zahlungen an Drittanbieter aus, die sich damit auch auskennen? Das kann man durchaus machen. Dann gibt man das Risiko ab, zahlt dafür natürlich auch einen gewissen Preis. Also Zahlungsdienstleister wickeln dann die Zahlung ab, wollen aber auch die ganzen Kundendaten haben, die sie dann für die eigene Bewertung halt nutzen. Und die Zahlungsdienstleister treffen dann die Entscheidung und lassen sich auch bezahlen dafür. Also über die gesamte, wenn ich hier einen langlaufenden Vertrag habe und mit jeder wiederkehrenden Zahlung beim Zahlungsdienstleister Geld zahle, da kann ich auch einfach Lastschrift selbst anbieten, das Risiko tragen, das Risiko gut managen und dann lohnt sich das, die Lastschrift selbst anzubieten. Dann behält man seine Kundendaten im Haus und zahlt nicht wiederkehrend an einen Zahlungsdienstleister. Ich akzeptiere alle AGBs. Widerrufsrechts habe ich gelesen und ich bestätige, dass ich kein Roboter bin. Aber wieso bist du so sicher, dass es nicht klappt? Den Namen an der Anschrift gibt es nicht. Die IBAN gehört nicht dazu. Also durch jedes Bonitätsprüfungstool würde ich hier nicht durchkommen. Boah, wenn ich das jetzt hier so alles sehe, selbst Fraud as a Service, Romance Fraud, Chargeback, Invoice Payment, Fake Identity, so viele Angriffsmöglichkeiten. Ich greife dich jetzt mal mit einem Account Takeover an. Übernahme des Kundenkontos, das pariere ich mit einer Gerätewiedererkennung, Device Ident. Wenn das gut integriert ist, dann weiß ich im Login-Bereich bereits, dass du normalerweise mit einem anderen Gerät kommst und dementsprechend würden bei mir die Alarmglocken angehen. Jetzt konntest du dich hier verteidigen. Ich sehe so viele Möglichkeiten draußen. Bin ich denn überhaupt noch sicher in der Online-Welt? Sollte ich da überhaupt noch was machen? Und wäre es nicht besser, einfach mal gar nichts mehr zu tun und 100% zu sparen? Im Endeffekt gibt es zwei Möglichkeiten, wie man sich dagegen schützen kann. Zum einen, wir versuchen natürlich, die Unternehmen besser aufzustellen. Man braucht wirklich eine Betrugsstrategie. Ansonsten geht es nicht, sonst wird man ausgeräubert. Das ist unser Brot- und Buttergeschäft, dass wir die Unternehmen dabei unterstützen. Und das zweite Thema ist natürlich die Bevölkerungsaufklärung. Denn das ist immer noch ein großes Einfallstor. Die Internet-UserInnen bewegen sich oftmals sehr, sehr leichtgläubig durchs Netz und hinterlassen natürlich Daten, mit denen man sehr leicht Betrug begehen kann. Ein komischer Würfel. Läuft rund, ja. Ich gehe mit dem auch mal, ich entferne mich wieder ein Stück von dir. Aber sag mal, dir als Profi, ist dir denn schon mal so ein Fraud passiert? Ich habe auch schon meine Kontaktdaten inklusive E-Mail-Adresse und Passwörter in einem Data-Dump wiedergefunden. Also sprich, es passiert ja regelmäßig, dass Daten abfließen und dann werden die häufig im Dark Web gehandelt. Und ich habe auch schon meine Kontaktdaten komplett inklusive Passwörtern in so einem Data-Dump wiedergefunden. Und da ist es einfach extrem wichtig, dass man ein Passwort nur einmal benutzt, weil ansonsten, das wird ja mittlerweile alles hochautomatisiert, dann durchgespielt, werden Accounts getestet. Das macht ja keiner mehr individuell an der Tastatur, sondern laufen Skripte durch. Und wenn man beispielsweise so ein Passwort wiederverwendet, dann wird sicherlich der Account geknackt, geöffnet und dann eben entweder weiterverkauft oder direkt benutzt. Hast du einen konkreten Tipp, was man besser machen kann als Endverbraucherin? Da haben wir diverse Tipps. Wir sind unter anderem Gründer der Initiative Sicher Handeln, weil wir uns für die Bevölkerungsaufklärung stark machen, auch bei Riskident. Und da haben wir mit der Polizei und dem Deutschland sicher im Netz und Kleinanzeigen eine Initiative gegründet, wo wir versuchen auf sehr, sehr niedrigschwellige Art, wir sagen immer, Stumpf ist Trumpf, das ist ein bisschen das Motto, Handlungsempfehlungen aussprechen, wie man sich vernünftig verhalten kann, um einfach nicht so leicht Opfer von Betrug zu werden. Stumpf ist Trumpf. Konterst du meine Fake Identity? Also im Endeffekt geht es ganz häufig darum, jetzt gucke ich mal, was ich hier habe, Roundtable zum Beispiel. Im Endeffekt geht es ganz häufig darum, dass wir einen Austausch fördern. Das heißt, wenn ich weiß, wie ich Fake Identity bestmöglich bekämpfen kann, dann kann ich das in meinen Prozessen integrieren. Und dieser Austausch, dieses Netzwerken, das ist eine Kernidee, die wir bei Riskident haben. Das heißt, wir organisieren über 20 Roundtables pro Jahr, die auch branchenspezifisch den Austausch fördern, denn jede Branche, hat man auch bei der Ladesäule jetzt wieder gesehen, haben spezifische Betrugsmuster. Und die sehen bei den Telcos anders aus als bei den Banken, bei der Kreditvergabe und wiederum anders bei E-Mobility. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir diesen Austausch fördern und dieses Netzwerken promoten, denn die Betrüger machen das auch auf ihren Dark Web Foren, die sind bestens informiert und wir müssen das eben noch deutlich besser machen, um den Betrug in den Griff zu bekommen.